Es gibt schon wieder neue Infos zu Test Drive Unlimited Solar Crown, allerdings eher weniger erfreuliche. Und zwar hatte Chris Klippel ein Interview mit den Entwicklern und es gibt neues Gameplay. Und ja, da schauen wir heute rein. Ich habe da ein paar Sachen rausgeschrieben und ich sage von vornherein, so wie Tedio aussieht und so weiter, finde ich es immer noch geil. Also ich habe es ja gespielt gehabt und man sieht es ja auch im Gameplay. Also optisch und so wird es schon ziemlich krass aussehen an manchen Stellen. Und ja, wir gehen jetzt mal auf ein paar Sachen ein. Zum Thema Garage zum Beispiel. Ja, es wird eine Garage mit 6 Slots geben. Allerdings nur im Hotel eine Garage, sonst nichts. Das ist schon mal eine andere Sache. Wir kommen auf dieses Thema aber gleich nochmal zurück. Dann ein ganz wichtiges Thema für viele wahrscheinlich auch, die nicht wissen, wo sie spielen sollen, weil sie vielleicht PC und Konsolen haben und so weiter oder was auch immer. Auf jeden Fall wird es wohl kein Crossplay geben. Ja, das hat man auf jeden Fall auch aus dem Gameplay rausgehört gehabt von dem einen. Und ja, das ist natürlich schon in der heutigen Zeit, ja, ist schon Error irgendwo. Also ich finde es eher ungeil, aber gut. Muss jetzt auch nicht immer Crossplay sein. Ich glaube, da trennen sich halt die Meinungen. Ich finde es super schade. Ist wieder natürlich kacke, ne, wenn man irgendwie mit Leuten zusammenspielen will. Aber wir hatten ja sowieso schon in einem Video geredet, dass die Party-Lobbys bzw. deine Gruppe wahrscheinlich sowieso nur maximal 3 weitere Freunde zulässt. Also dass du plus 3, ne, dass ihr eine Vierergruppe höchstens sein könnt, was ja auch für heutige Verhältnisse eher, ja, sehr klein und gubbelig ist. Kann man einfach nicht anders sagen, ist einfach so. Und ja, dann haben wir noch die Sache, wie wird das so verhältnismäßig sein? Wie viel muss ich zum Beispiel spielen für meinen Traumwagen? Und da gibt es auch, ja, mehr oder weniger schlechte Nachrichten für die, die nicht so viel spielen wollen, vielleicht. Ja, es wird wohl sehr grindy. Manche Autos, wahrscheinlich so diese Traumautos der höheren Preisklasse, werden auch extrem teuer sein wahrscheinlich. Man konnte im Gameplay ein Alfa Romeo sehen. Ich glaube, dieser 4C oder welches Modell hat genau ist. Auf jeden Fall jetzt nichts wie so ein Bugatti oder so. Aber selbst der kostet schon an die 700.000. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann kann man sich natürlich denken, was so ein Koenigsegg, Bugatti oder sonst was kosten wird. Also ja, müsste wahrscheinlich extrem reingrinden, was bedeutet, das Spiel muss viel Abwechslung bieten, weil wenn wir jetzt reingrinden müssen für manche Autos, aber immer nur dieselbe Kacke machen, wie in so Crew zum Beispiel das Problem ist, dann wird das sehr schnell langweilig und dementsprechend wird dann auch ganz schnell die Lust am Spiel vergehen. Aber warten wir es mal ab, weil es soll ja jetzt auch nicht wie in Forza sein, wo du alles hinterhergeschmissen kriegst. Ich finde es ehrlich gesagt gut, wenn man für manche Sachen halt grinden muss, aber es darf auch nicht zu extrem werden. Also schauen wir mal, wie das Balancing da ist. Müssen wir mal abwarten. Dann haben wir eine kleine Randinfo. Speedtraps und so weiter sind jetzt auch mehr oder weniger bestätigt. Also sowas wie Blitzerzone und alles, was man halt aus Need for Speed und Forza und so weiter alles schon kennt, wird auch am Start sein. Dann haben wir natürlich diese Dings, wollte ich mal ansprechen, überall Parking Lane, ja, an diesen ganzen Parkbereichen, da steht überall Parking Lane, so komisch schwebt der Text da rum. Warum das drin ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es absolut nervig, hässlich. Ist jetzt, ja, ist es nicht so schlimm irgendwo, aber ich frage mich halt, warum macht man sowas? Also, ist ein bisschen zu futuristisch, finde ich. Aber ja, wie gesagt, kleine andere Sache. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu den Häusern. Eigene Häuser und so weiter wünschen sich ja viele. Und da gab es jetzt indirekt, kann man sagen, so eine Aussage, die sagt, nö, bekommen wir halt nicht. Und zwar soll es keine eigenen Häuser geben, weil die Leute das früher angeblich nicht so sehr ausgenutzt haben im vollen Maße oder sonst was. Es ist halt, ne, von Französisch übersetzt, auf jeden Fall, ja, angeblich habt ihr damals eure Häuser nicht ordentlich genutzt oder so, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich denke mal, das ist einfach nur eine Ausrede, weil es geht, was haben die denn erwartet? Dass man den ganzen Tag in der Lobby, beziehungsweise im Haus da im Kreis läuft? Ich meine, damals ging nicht viel. Du hast das Haus gekauft, du konntest dir ja angucken, wie es ungefähr aussieht. Hast es dann gekauft, um auch mehr Platz für deine Autos zu haben allgemein. Und dann warst du glücklich. Da ging es da halt drum, einfach, ich will an der und der Location halt eine Villa haben oder ein Haus und bla. Und die Garage ist halt ein geiler Bonus dabei. Und,
ja, ich weiß nicht, was die erwarten, was man da macht. Also, es ist immer noch ein Rennspiel und ich finde, es gehört einfach dazu. Es hat damals Spaß gemacht zu grinden für das Haus und so weiter und dann hast du dich gefreut. Natürlich hattest du damals nicht so viele Möglichkeiten in deinem Haus. Du konntest, klar, Leute einladen, was schon ziemlich krass war und geil, aber ja, da gab es jetzt nicht die Möglichkeiten, dass man irgendwie vielleicht wie in einem GTA Dart spielt oder so, aber selbst GTA hat da ja nicht mehr viel. Aber man könnte halt irgendwas machen, dass man halt nicht nur die Freunde in sein Haus einladen kann, um da rumzulaufen, sondern dass man vielleicht irgendwie Billard spielen kann oder weiß ich für Kleinigkeiten kann man da noch einbauen. Oder, ne, wie gesagt, man geht halt in die Garage, guckt sich die Autos an und so weiter. Ne, also ich verstehe diese Aussage nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie richtig übersetzt wurde. Vielleicht ist das auch ein Fehler einfach meinerseits, dass ich da jetzt nicht genauer nochmal nachgeguckt habe, aber das war eigentlich ziemlich klipp und klar auch von dem Moderator so ausgeschrieben auf Discord. Wir haben es halt damals nicht ordentlich genutzt und deswegen wird es dieses Feature wohl nicht geben, dass ihr euch Häuser kaufen könnt und so weiter. Und ja, meiner Meinung nach ein ganz großer Daumen nach unten dafür. Das finde ich maximal bescheuert. Ich hoffe, das bleibt nicht dabei und es kommt doch noch irgendwann. Und dass das vielleicht irgendwo ein Missverständnis ist, aber ich weiß nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Die Leute haben es damals nicht genutzt. Ich meine, wir reden hier von 12 Jahren Zeitunterschied und so weiter. Und klar, man hält sich nicht 90% der Zeit im Haus auf, also, weiß ich nicht. Klingt für mich nach einer billigen Ausrede, wo wir direkt zur nächsten, vermutlich billigen Ausrede kommen. Wobei muss man aufpassen, wie man das bewertet. Und zwar geht es um Kleiderläden, die wird es auch nicht geben. Nur im Solar Hotel wird es wohl einen Kleiderladen geben, weil es budgettechnisch halt nicht möglich war, überall in der Stadt irgendwelche Kleiderläden zu verteilen und so weiter. Ja, gut. Budget, das kann halt sein. Es ist halt ein kleines Team und die kommen jetzt gerade erst ran. Aber von Copy and Paste haben die wahrscheinlich auch nichts gehört. Ich meine, wenn man so einen Kleiderladen gemacht hat, dann kann man den ja auch Copy and Pasten 3-4 Mal. Und dann schreibt man dazu, ja, die werden sich irgendwann in Zukunft dann optisch noch ein bisschen... Ja, werden die geupdatet oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, viele Spiele machen das, ja, die kopieren einfach, alles sieht gleich aus. Wenn man das nicht machen wollte, kann ich es natürlich auch verstehen, weil da kommen die Leute auch, die Kleiderläden sehen alle gleich aus, ist alles kacke, richtig faule Entwickler, bla bla bla. Ne, ist halt die andere Seite des Schwerts, deswegen, da ist, ja gut. Wenn das Budget nicht gereicht hat, dann ist das halt so. Ne, irgendwo muss man halt dann auch Prioritäten setzen. Heißt ja nicht, dass es nicht in Zukunft, wenn es gut läuft, eventuell doch mal nochmal ein Update gibt, wo dann in der Stadt ein paar Läden verteilt werden. Dann gab es die Frage Polizei. Ja, wird es denn Polizei geben in Test Drive? Nein, wird es nicht geben. Man wird auf jeden Fall keine Polizei machen. Einfach um Probleme mit den Unruhen in Hongkong IRL zu vermeiden. Weil ja, in Hongkong gibt es ja hier und da Problemchen. Und ja, ich denke mal, das hängt nicht nur damit zusammen, sondern auch, ne, Fahrzeughersteller wie Toyota jammern da ja ewig rum, wenn es Polizei gibt und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich auch eher ein Thema, was da so im Hintergrund stand. Ja, die wollen einfach Probleme vermeiden. Und es ist natürlich auch ein ganz schöner Aufwand, Polizei in so ein Spiel reinzubringen. Ne, die meisten kriegen das nicht so hin wie Need for Speed. Ne, das muss ja auch erstmal richtig funktionieren. Und ja, das war's im Grunde so grob überschlagen. Das waren nicht gerade geile News. Wie gesagt, Garage nur im Hotel, keine eigenen Häuser, weil ihr sie angeblich damals nicht genutzt habt. Ja, Speedtraps wird es geben. Grindy wird es wahrscheinlich, weil die Autos extrem teuer werden, was jetzt nicht so schlimm ist. Also insgesamt muss ich sagen, das waren jetzt News, die mir persönlich natürlich eher weniger gefallen haben. Und ich denke mal, den meisten von euch werden die auch nicht gefallen. Vor allem das mit den Häusern. Also wirklich, ich hoffe, da ist einfach irgendwie nur in der Kommunikation irgendwas schief gelaufen. Weil, also zu sagen, ja, wir bekommen keine eigenen Häuser und so weiter, weil damals bei der alten Technik nicht richtig genutzt wurde. Verstehe ich nicht, ehrlich. Vor allem, woher wissen die das eigentlich? Ja? Klar, es gab online bei Xbox, PlayStation 3 und so weiter, aber es gab ja auch noch PlayStation 2 Spiele und so weiter und da ist ein schwieriges Thema, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen und finde es wirklich ein bisschen, ja, blöd ausgewichen, ja. Ich frage mich halt, was die in Zukunft vorhaben. Ich meine, das wird sich ja als Update anbieten, als großes Update. Aber es klingt halt im Moment so, als hätte man da gar nicht so die großen Pläne für das Spiel in Zukunft, wenn man sowas von vornherein für tot erklärt. Aber, ja,
Da sollten wir vielleicht einfach nochmal versuchen, die Füße noch ein bisschen stillzuhalten, was sich da in Zukunft ergibt. Ne? Vielleicht kommen da ja nochmal ganz andere Infos am Ende. Oder je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, wird es dann doch wieder aufgenommen, die Idee mit den eigenen Häusern und so weiter. Aber ja, alles in allem, die größten Kritikpunkte halt, wie gesagt, Polizei ist mir relativ wurscht, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber die eigenen Häuser sind eine Sache. Crossplay ist halt auch nochmal eine Sache. Ich werde es auf Steam wahrscheinlich spielen. Ich habe es da halt auch vorbestellt. Da müsst ihr mal in die Beschreibung gucken. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dann noch einen Vorbestellercode für gerade mal 50 Euro, weil ich will jetzt nicht über den Preis meckern, aber ja, ich fühle mich da halt selber noch gar nicht so sicher, wenn ich darüber nachdenke. Das Spiel kostet irgendwie 90 Euro auf Konsolen in der Gold Edition. Ob es das wert ist. Und ich will da jetzt wirklich nicht rumhaten, aber wir wissen halt auch wirklich noch nicht, wie es am Ende dann komplett sein wird. Ich habe ja, wie gesagt, zwar schon gespielt und so, und ich bleib dabei. Es sieht teilweise geil aus, hört sich geil an und so weiter. Es ist vielversprechend. Aber auf der anderen Seite wirkt das Ganze auch wieder so ein bisschen wuschelig, buschelig und man weiß nicht, was da in Zukunft dann noch mit passiert. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig noch und will da jetzt keine 100%ige Kaufempfehlung aussprechen. Aber wenn ihr es günstig irgendwo kriegt als Code, ja, kann man mal machen, ne? Wie gesagt, ein finales Review mache ich auch erst, wenn ich irgendwie um die 100, 200 Spielstunden hatte, weil, ja, ne, nach 2 Stunden kann man halt sich auch keine Meinung von einem Spiel bilden und auch schon gar nicht jetzt hier in dieser ganzen Testphase noch und so weiter. Aber kommen wir halt nochmal zum Entwicklerkommentar. Das wird jetzt ein ganz dezenter Krampf, weil das sehr viel Text ist, der übersetzt wurde aus dem Französischen ins Englische und dann ins Deutsche. Also wundert euch nicht, wenn ich mich hier ein bisschen überschlag. Und ja, das wird wild. So, den ersten Teil, den fasse ich mal grob zusammen, weil ich überschlag mich da jedes Mal. Das ist wirklich, diese Übersetzung ist eine Katastrophe, aber die reden halt da davon, wie sie von V-Rally 3 zu TDU gekommen sind und so weiter und dass sie halt eine freie, große Open World aufbauen wollten und nicht nur immer so kleine Streckenabschnitte und so weiter. Und so hat sich das alles dann zu TDU entwickelt und TDU 2 und ja, das ist grob, ja, der erste Teil. Da wird auch von einer Lobby von 8 Spielern geredet, was sehr witzig ist, da die Lobbys jetzt auf 4 Spieler begrenzt sind. Zumindest die eigene Gruppe ist auf 4 Spieler begrenzt. Die Lobby an sich ist natürlich ein bisschen größer. Im zweiten Teil wird im Grunde noch weiter darauf eingegangen, was damals da so toll war, was da gemacht wurde mit dem Herumlatschen in den Autohäusern und so weiter. Und dass das TDU-Konzept ja quasi kopiert wurde, aber halt nicht komplett kopiert. Also damit sprechen sie wahrscheinlich Forza Horizon und so weiter an, die halt jetzt quasi hier die Kings im Ring sind, weil sie halt weitergemacht haben und so weiter. Und am Ende natürlich, dass sie Spieler gefragt haben, worum es denen ging, dass sie halt lieber damals rumgecruised sind, als Rennen zu fahren, einfach zusammen irgendwie in den Sonnenuntergang gefahren sind und solche Sachen. Klar, ist auf jeden Fall auch eine geile Sache, die man gerne macht, ne? Und ja, jetzt auch noch nichts Wildes im zweiten Teil. Dann geht es weiter damit, dass TDU ja quasi anknüpft an TDU 2, also jetzt Solar Crown, weil ja, in TDU 2 gab es ja quasi auch Solar Crown und das wird jetzt fortgeführt und ich muss sagen, ey, Solar Crown, damit habe ich nichts Positives in Erinnerung. Wie gesagt, in TDU 2 war die Story super platt und langweilig, dieses schickimicki Blubber war einfach nur eine Katastrophe. Also storytechnisch war TDU 2 echt so, boah, lass es vorbeigehen Modus. Aber naja, auch im Neuen geht es halt wieder darum, dann Sammlerstücke wird es geben, man kann viel erkunden und so weiter und es wird Hauptquests und Nebenquests geben. Ja, sehr interessant, Skyrim-Style in Hongkong. Im Großen und Ganzen geht es aber in dem Abschnitt darum, was man alles machen kann, dass es halt Wettbewerb geben wird, dass man dafür belohnt wird, dass es Zeitangriffe, Solo-Rennen und so weiter gibt. Ne, halt quasi, er beschreibt einfach Online-Racing-Games und ja, man kennt's halt. Ne, ist jetzt auch nicht so informativ. So, durch den nächsten Teil müssen wir uns jetzt mal so nochmal durchprügeln. Da lese ich mich nochmal durch, weil relativ wichtig ist. So, da geht's so los. TDU, wenn es veröffentlicht wird, wird es ein vollständiges Spiel sein. Wir können es uns nicht vorstellen, dass es ein Büro ist, in dem wir Schubladen hinzufügen werden. Ja, ist ganz merkwürdiger Sprech, aber ja. Es gibt bereits viel Inhalt im Basisspiel und viele Stunden sind für das
Spiel geplant. Wir planten das Spiel mit einem Saisonsystem zu entwickeln. Mit neuen Dingen, neuen Inhalt, neuen Autos, neuen Spielmodi und so weiter. Mit dem Willen, auf die Community zu hören. Denn es gibt viele Dinge, die die Spieler in Test Drive Unlimited Solar Crown entdecken werden, die es in früheren Titeln nicht gab. Was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, wenn sie wollen, dass wir weiter auf einen Aspekt gehen. Ich werde kein Beispiel geben, weil es Hinweise darauf geben kann, was wir später tun können und werden. Aber wir wissen sehr gut, dass es Dinge gibt, die uns die Spieler heute fragen. Vielleicht, wenn das Spiel veröffentlicht wird, wird es weniger wichtig sein, weil es andere Systeme in TDUSC gibt, die das kompensieren können. Ja, die reden bestimmt von den Häusern. Vielleicht wird es noch wichtiger sein, vielleicht werden all die verschiedenen Spielweisen in TDUSC, die sich von TDU 2 unterscheiden, neue Ideen eröffnen und wir haben den Willen, auf die Community zu hören und uns zu sagen, okay, das funktioniert sehr gut, das wollen die Spieler, dass X-Spielmodus oder X-Inhalt zum Spiel kommt und wir werden die Entwicklung des Spiels von diesen Aussagen teilen. Ja, oder leiten. Das ist halt wieder, das steht jetzt in Hardcore-Kontrast zu dem, was gesagt wurde über die Häuser, dass das jetzt erstmal nicht da ist, weil wir das damals angeblich nicht genutzt haben. Auch hier klingt es halt so, als würde man versuchen, sich da irgendwie rausreden zu wollen. Ne, warum man das nicht macht oder so, ne, weil man sich vielleicht einfach unsicher war, ob die Spieler das jetzt wollen oder nicht. Ja, gut. Wenn man da jetzt natürlich richtig Druck macht und sagt, ey, und den natürlich irgendwie verständlich macht, wir wollen Häuser. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob das am Ende jetzt noch kommt oder nicht. Aber ja, dann warten wir es halt einfach mal ab. Im Großen und Ganzen, ja, sie sagen auf der einen Seite, das Spiel ist fertig dann, so wie es ist, und sie wollen da keine neuen Schubladen hinzufügen. Auf der anderen Seite planen sie halt, neue Inhalte und so weiter zu bringen, die sich auch die Community wünscht. Deswegen, ja, ist halt auch, ne, das kann auch an der Übersetzung liegen irgendwo, aber ja, ist es eigentlich im Großen und Ganzen sehr verwirrend, was die da treiben. Ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, das wird alles ganz schön chaotisch, wenn das, so wie das klingt im Moment. Und ja, ich gucke da jetzt erstmal, was ihr dazu sagt. Da werde ich mir erstmal die Meinung der Masse einholen zu all dem Infos, denn das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Auch wenn es wirklich Buchstabensuppe war hier, aber hey, im Großen und Ganzen haben wir es verstanden, würde ich behaupten. Einige Aussagen waren ja klar, andere weniger klar, aber ihr wisst, worum es geht. Schreibt mir dazu mal gerne was in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze jetzt? Also viele sind ja immer noch sehr skeptisch und ich glaube, das Ganze, was jetzt hier ans Licht gekommen ist, wieder, ja, die einen werden es feiern und haben Hoffnung natürlich, weil die Entwickler vermitteln natürlich den Eindruck, dass sie auf jeden Fall mit TDU durchstarten wollen, aber die skeptisch waren, sind auch wahrscheinlich jetzt noch skeptisch und das ist wahrscheinlich jetzt kein positiver Effekt, was damit rumgekommen ist, dass es erstmal keine Häuser geben wird, dass man da sagt, ja, wie gesagt, wollten sie damals schon nicht gefühlt, weil sie nicht genutzt haben und dass es kein Crossplay geben wird und dass es viel Grind geben wird. Ganz schwieriges Thema, ja, zu TDU. Ich bleibe da weiterhin erstmal noch so gut es geht unparteiisch. Ich werde es mir am Ende nochmal genauer angucken, weil wie gesagt, was ich gesehen habe, was ich spielen konnte, hat mich überzeugt, es zu kaufen zumindest erstmal. Aber klar, hätte ich sowieso gemacht, allein um euch hier Videos zu machen, ne, wie es dann ist und so weiter, dass ihr euch mehr ein Bild machen könnt. Aber gut, schauen wir da mal. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was glaubt ihr, passiert da in Zukunft noch? Klingt das für euch so vielversprechend oder eher so nach bla 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 bla? Wenn es nicht läuft, stampfen wir das Spiel einfach direkt in den Boden und sind weg. Ja, kann natürlich auch passieren. Also dann. Ich bin raus an der Stelle. Lasst ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Hilft mir immer sehr. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.